Hallo, in diesem Video möchte ich eine Neuerung in HiCAD 2022 Service Pack 2 zeigen, das mir sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es hier um die Werkstättenzeichnungen für Kantblechzeichnungen. Ich erzeuge mir hierzu ein Kantblech und mir geht es hier um eine Baugruppenzeichnung. Das heißt, ich habe mir hier ein Kantblech erzeugt, möchte hier ganz einfach mal auf allen Seiten die Laschen umkanten. Das heißt, ich möchte hier die Laschenumkantung machen, gebe hier einfach mal eine Eckbearbeitung rein. Das ist für mich jetzt aber eher nebensächlich, weil mir geht es ja hier um die Werkstättenzeichnung. Ich möchte hier eventuell noch eine Lasche hinzufügen. So. Und möchte hier einen Befestigungswinkel andeutungsweise darstellen. Das heißt, ich erzeuge hier eine Skizze, möchte die ganz bewusst jetzt nicht am Anfang und am Ende anschließen, damit hier auch ein bestimmter Wert ist. Wenn ich das natürlich haben will, kann ich natürlich mit den Parametermaßen dies auch jederzeit machen, dass ich hier zum Beispiel 50 mm habe. Ich möchte hier jedoch ein Kantblech erzeugen. Materialstärke und das ist mir alles egal. Noch eine Lasche hinzu. So, ich möchte hier diese auch nochmal schnell kopieren. So, im Grunde genommen, ob diese Kantbleche jetzt Bearbeitungen drinnen haben oder die Befestigungswinkel Bearbeitungen drinnen haben, ist hier in diesem Fall egal. Das heißt, jetzt im ersten Schritt ist natürlich wichtig, es muss eine Baugruppe sein. Das heißt, dazu markiere ich die ganzen Teile und ich möchte hier, dass das erste Blech, sprich das große Blech, mein Hauptteil ist. Das heißt, deswegen gehe ich hier auf Baugruppe und möchte hier oder muss hier im Prinzip meine Verwendungsart vergeben. Ich habe hier eine Verwendungsart erzeugt, welche hier die Baugruppen mit 3 Ansichten und Maße definiert hat. Wichtig dabei ist natürlich, dass ich bei Kantblechen speziell bei den Baugruppen sagen muss, also bei der Baugruppe, welche Ansicht ist die Vorderansicht. Das soll natürlich diese Ansicht sein. Und wenn ich hier danach die Zeichnungen erzeuge, dann werden hier in der Werkstättenzeichnungen auch für die Kantblech-Baugruppen Maße erzeugt, was bis jetzt nicht der Fall ist. Das heißt, auch wenn ich hier einen weiteren Winkel haben möchte in der Zeichnung, zum Beispiel, warum auch immer, auf 150 Abstand, muss ich die Gleichteilsuche, kann hier sagen aktualisieren und es werden mir hier die Maße natürlich hier jederzeit ergänzt. Dies spart mir natürlich extrem viel Zeit bei Kantblechzeichnungen und damit fällt natürlich ein wesentlicher Faktor der Nachbearbeitung weg. Die Regeln können natürlich wie gewohnt im Bemaßungsregel-Editor für die jeweiligen Werkstättenzeichnungen für die Kantbleche auch hier verwendet werden. Das heißt, hier im Grunde genommen werden die Regeln 8 für Anbauteile zum Beispiel oder für die Baugruppenlänge, Breite und Höhe verwendet. Und somit können Sie sehr schnell einfache Blechkassetten oder auch ganz normale Blechkassetten hier automatisch bemaßen lassen.